Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors und Hunter Hunters ist draußen. Ein richtig gutes Event, würde ich erstmal von Grund auf sagen. Wir können uns das Event mal ganz genau angucken. Wir gehen hierzu auf Events, dann gehen wir zu Hunt the Hunters. So. Und jetzt Grundlegendes. Diese Bosse, die spawnen 3-mal am Tag. Wir können uns mal das angucken. Und zwar einmal 1 Uhr UTC, 9 Uhr UTC und 15 Uhr UTC. Um die anzugreifen, braucht ihr normale Ausdauer oder halt Milch. Wenn ihr auf der Karte irgendwo verstreut seid und der Boss spawnt irgendwo oben in der Ecke oder so, dann ist die Marschgeschwindigkeit, egal wo ihr seid, immer 1 Minute. Ja? Also ihr geht 1 Minute hin und kehrt in 30 Sekunden wieder zurück. Das ist immer so. Das Doofe ist aber, und das erkläre ich euch jetzt, du machst ja pro Angriff Schaden. Du musst einen hohen Schaden austeilen, um viele Punkte zu bekommen. Je mehr Punkte du hast, umso mehr Kisten hier unten kannst du einsammeln. Das ist erstmal, ich würde mal sagen, machbar. Um in der Rangliste zu kommen und diese Belohnungen zu bekommen, diese extra Belohnungen, das wird schwer. Ja? Es gibt auch ein Clan-Ranking, sag ich mal so. Das ist ziemlich einfach, es sei denn, du hast keine großen Wale da drin. Season-Ranking ist ein bisschen schwer, weil je stärker der Spieler ist, umso mehr Schaden macht er am Boss. Und je mehr Wale den Boss angreifen, umso schneller ist der Boss besiegt. Ja, das heißt, die Kleinspieler haben dann keine Möglichkeit, den Boss anzugreifen, weil einige Wale, denen reicht es nicht, 1 Minute zum Boss hinzulaufen, sondern du kannst, während du ja schon den beschleunigten Marsch nimmst zum Boss, kannst du trotzdem noch beschleunigen. Das seht ihr hier im Hintergrund, das habe ich euch mal mit aufgenommen. Ja, also es gibt 3 Bossarten, alle 3 Level 25. Wenn du die angreifst, hast du eine Marschgeschwindigkeit oder eine Zeit von 1 Minute. Kehrst du zurück, sind es 30 Sekunden. Du kannst jeden Marsch beschleunigen und du musst richtig schnell sein, damit du auch was vom Kuchen abbekommst. Die Felicia, die greift dir am besten mit Nahkampf an. Den Jack, ja, den alten Jack, den greift ihr am besten mit Distanz an. Und die alte Omi hier, die greift ihr am besten mit Kavallerie an. Ja? Könnt ihr testen, ihr werdet sehen, das, was ich euch sage, ihr macht dort mehr Schaden. Nun ist es aber so, nicht jeder Spieler hat alle T10 Truppenarten. Müsst ihr mal gucken. Also ich habe es getestet mit Nahkampf auf allen 3. Und ich habe mit Nahkampf am meisten Schaden bei Felicia gemacht. Bei den alten Opa gar nicht. Und bei der Oma, auch nicht so wirklich. Was ihr noch wissen müsst, ihr seht bei jedem Boss, hier zum Beispiel bei mir, 2 von 30 Attacks. Das heißt, jeder Boss, ihr könnt jeden Boss 30 Mal angreifen in diesem Event, in diesem Gesamtevent. Das heißt, wenn ihr die Oma 30 Mal angegriffen habt, ist es nicht vorbei. Ihr könnt dann trotzdem noch den Opa angreifen oder halt die junge Frau, die Felicia. Worauf sollt ihr achten? Also ihr braucht Ausdauer, das sollte kein Problem sein. Ja, wenn ihr keine Ausdauer habt, könnt ihr Milch verwenden und ihr müsst beschleunigen. Ihr müsst, es ist leider so. Ne? Die Wale sind stark, die machen am meisten Schaden. Und wenn der Boss seine Lebenspunkte weg sind, weil die Wale ziemlich doll beschleunigt haben, hast du dann halt keine Möglichkeiten weiter anzugreifen. Das ist leider so. Hier gibt es noch so eine Art Rangliste, wer dem Boss den letzten Schlag verpasst hatte. Ja, und was gibt es noch so für Infos? Also die Uhrzeiten sind wir durchgegangen. Der Boss spawnt 30 Minuten lang. In diesen 30 Minuten muss der Boss besiegt werden. 0 Uhr ist immer der Refresh, ja, also der Reset. Und ansonsten gibt es hier eigentlich nichts Großartiges zu sagen. Marschgeschwindigkeit oder die Marschzeit sind wir durchgegangen, ne, 1 Minute hin und 30 Sekunden zurück und du kannst währenddessen auch beschleunigen. Ich habe hier es bis zu 8 Millionen geschafft und ihr bekommt pro Kiste ein paar Pamela-Fragmente. Wenn ihr auf Pamela aus seid, ist es ein richtig gutes Event. Auch wenn du nicht Erster oder unter den Top 10 oder Top 50 kommst, du kriegst wenigstens hier ein paar Fragmente. Ne? Dann bekommt ihr auch noch zusätzlich diese Kisten. Das zeige ich euch mal. Wir gehen mal hier auf meine Berichte. So, ich habe hier die Oma angegriffen. Ich habe wenig Schaden gemacht, ja, weil ich hier Nahkampf verwendet hatte. Ihr kriegt hier diese Kisten. Die könnt ihr sammeln und dann könnt ihr die öffnen. Was ich bekommen habe, das seht ihr hier im Hintergrund. Und ich weiß nicht, es könnten auch andere Sachen drin sein. Ja, Autoschlüssel, Anfunkenkarten, wer weiß. Müssen wir mal gucken und richtig viel sammeln und dann wissen wir auch, was da so drin steckt. Okay, gut. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Event habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, ich finde das Event ist eigentlich nicht schlecht, aber das Event ist auch wieder für die Wale gemacht. Ne? Habt ihr einen Server oder seid ihr auf einer Region, wo es keine Wale gibt?
Ne? In der Season ist es gut, dann könnt ihr euch richtig messen mit richtig vielen Spielern, ne? Weil die sind so gleich auf, aber mit Wahlen in einer Region kannst du vergessen. Ja? Ihr seht es hier im Hintergrund, ich habe da ein bisschen aufgenommen und die Wale, die beschleunigen ohne Ende. Ja? Hauptsache, ich muss Erster werden. Egal, ob ich die Schlüssel habe oder schon 3000 Schlüssel im Rucksack habe, ist mir egal. Und egal, ob ich schon Pamela auf 140 habe, die Fragmente will ich trotzdem haben. Ich weiß nicht. Ne? Also, ja, gut. Also theoretisch müssten die Wale hier nicht dran teilnehmen. Da können sie den Kleinspielern mal Vorrang geben, damit sie auch mal Pamela haben und ein paar Belohnungen. Aber das muss jede Region für sich selber entscheiden. Gut, das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Sold Eye.